Hallo an meine deutschen Freunde. Ich hatte im letzten Video versprochen, dass ich Adana Kebab mache und dass ihr das auch mal seht, wie ich das mache. Ich bin die ganze Zeit am Erzählen, wie man das macht, aber das Beste ist, glaube ich, wenn man das zeigt. Und deswegen mache ich einfach ein Video dazu, damit ihr das auch sehen könnt. Also Leute, dann fangen wir an. Okay, Freunde, fangen wir an. Ich habe hier 1 Kilo Rindfleisch. Normalerweise macht man das mit Lammfleisch. Das muss männlich sein. Aber alternativ geht natürlich auch Rindfleisch. Ähm, Gut wäre, wenn vom Metzger noch etwas Fett beigefügt wird. Dann wird das besser. Wir schneiden dazu 2 Spitzpaprika. Das Innere, da kommt raus. Genau. Und diese Spitzpaprika, die wird halt klein geschnitten. So, ich habe in diesem Video eigentlich in türkischer Sprache das erstellt, aber da meine deutschen Freunde das auch gerne wissen möchten, wie das gemacht wird, habe ich mich entschlossen, da ein Video zuzumachen. Die Paprikastreifen, die schneiden wir in Streifen und hacken das einfach klein. Jawohl, genau so. Ja, ich arbeite mit so einem etwas größeren Messer. Das ist so eine Art Kochmesser. Und ja, da muss man halt ein bisschen umgehen mit. Die Messer, die sind sehr scharf. Da muss man aufpassen, sonst hat man so seine Finger zerschnitten. So, die Paprikas, die werden natürlich klein gehackt. Je kleiner, desto besser. Und in der türkischen Küche werden die Paprikas, normalerweise wird der Saft rausgepresst. Aber da das Fleisch jetzt ein bisschen trockener ist und nicht so fetthaltig, lasse ich einfach das Wasser drin, komplett. Das gibt natürlich einen besseren Geschmack nachher in unserem Adana Kebab. Ja, im Hintergrund bin ich da am Hacken. Ja. Leute, wenn ihr zu dem Video Fragen habt, ihr könnt gerne Fragen stellen. Ich versuche das, so gut es möglich ist, auch alles zu beantworten. So, damit ich das so ein bisschen kleiner bekomme, zerhacke ich das nochmal mit meinem kleinen Sellmesser oder Hackebeil, wie ihr das nennen wollt. Ja, jetzt erkläre ich kurz, warum ich mit diesem Messer arbeite. Gleichzeitig bin ich da in türkischer Sprache noch am Erklären. Ich habe dazu ein Video gemacht in türkischer Sprache und habe mich dazu entschlossen, das halt auch in Deutsch zu kommentieren im Hintergrund. Sonst müsste ich 2 Videos machen. So ist das halt einfacher. So, das dauert natürlich, die ganze Hackerei, ne, aber da kommen wir nicht drum herum, das muss sein. So, das wird jetzt schön abgestriffen. So, und jetzt, liebe Freunde, kommt als nächstes die Petersilie. So, die Menge, das könnt ihr sehen, das ist ungefähr so eine Handvoll. Das Grobe, also die Stiele, die schneiden wir weg, legen die zur Seite, die müssen da nicht mit rein. Wir nehmen wirklich nur die Petersilie, nur das Gute. Und das wird auch klein zerhackt. Genau, immer schön klein hacken.
Ist natürlich auch ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber dafür ist das Endresultat nachher umso schöner. Ne, wäre natürlich schön, wenn ein, zwei Leute mehr da in der Küche sind und mithelfen können. Dann ist man vielleicht auch ein bisschen flotter fertig, wenn man das zubereitet. So, da bin ich gerade am Erklären. Wegen der Paprika, dass das Wasser normalerweise rausgequetscht wird. Aber wir lassen das alles drin, weil das Fleisch nicht so fettig ist. Das wird jetzt alles dazugegeben. Genau. So, dann müsste ich gleich wiederkommen. Dann müsste als nächste Zutat Salz noch da reingegeben werden. So, wir wiegen das jetzt nicht hundertprozentig ab. Das ist 1 Kilo Fleisch. Das sind ungefähr 2 Teelöffel, 2,5 Teelöffel Salz. Dann rote Paprikapulver. Das ist das Süße. Man kann es auch scharf nehmen. Also wer es scharf mag, der kann das auch scharf machen. Das wird rüber geträufelt, genau. Oder gepudert, besser gesagt. So, genau. Und jetzt halt wird geknetet. Liebe Freunde, das Fleisch, am besten geht ihr zu eurem Metzger des Vertrauens und bestellt das Fleisch von da. Je fettiger das Fleisch ist, desto besser und schöner wird das, auch vom Geschmacklichen her. Und ich habe dazu jetzt Rindfleisch genommen, weil Lammfleisch mögen meine Kinder nicht so. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, Rindfleisch zu nehmen. Das geht auch, das schmeckt auch super. Das wird schön durchgeknetet. Ist ein bisschen anstrengend, weil die rote Paprika und das Salz, das muss richtig vermengt werden, vermischt werden. Ja, wenn man nur ein bisschen knetet, dann hat man das nur auf einer Stelle und deswegen muss man das Hack natürlich richtig schön durchkneten. Ja, ich bin immer wieder das am Durchkneten, dass das nachher so eine Art sämige Masse wird. Und liebe Freunde, das Fleisch, wenn das fertig ist, also jetzt momentan bin ich gleich fertig damit. Das wird noch einmal durchgeknetet. Wenn das Fleisch nachher fertig ist, wird das normalerweise in den Kühlschrank gestellt, ich sag mal für circa 1,5 bis 2 Stunden, damit das ruht und damit das alles einziehen kann. Ja, im Großen und Ganzen war es das mit Kneten. Genau, zack, und da ist das schöne Stück. So, jetzt kommen wir zu den Spießen. Die Spieße, das sind, wie ihr seht, das sind so schwarze Spieße. Die gibt es auch in äh, Metallfarben, also hell. Die Spieße, die müssen vorher in der Kühltruhe für eine halbe Stunde gekühlt werden. Je kühler die Spieße sind, desto besser haftet das Fleisch nachher drauf. Das ist sehr wichtig. So, dann nehmt ihr eine Handvoll, genau. Das steckt ihr durch den Spieß und fängt an langsam zu kneten. Und wenn ihr merkt, das klebt so ein bisschen an der Hand, dann nehmt ihr ein bisschen Wasser bei. Genau. Bisschen Wasser, dass die Hand feucht ist und dann knetet ihr weiter.
Und je weiter ihr drückt, desto länger wird quasi euer Adana Kebab. Ne, wenn man das zum ersten Mal macht, ist das vielleicht schwierig. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist das so eine Art Routine. So, wenn ihr jetzt guckt, ich mache das jetzt so. Das wird jetzt schön so geknetet. Unten wird festgedrückt und oben wird festgedrückt. Das erkläre ich auch in dem Video in türkischer Sprache. Und unten festdrücken, genau. Weil das ist ganz wichtig, wenn das nachher auf dem Grill ist, dann kann sein, dass sich das löst und deswegen drücken wir mit den Fingern das fest. Und das war's. So sieht das dann nachher aus. Ja, ich habe noch ein paar Hühnchenbrüste geschnitten und gemacht. Paprika, grüne Paprika und ein paar Tomaten. So, liebe Herrschaften, das ist mein Grill. Das habe ich aus dem Urlaubsland mitgebracht. Das ist von der Länge her 1 Meter. Ich mache das jetzt so, ich nehme halb Kohle und halb Holz. Das wird angezündet. Und dann hat man auch nachher das Holzgeschmack drin. Ja, da bin ich noch was am Erklären. So, liebe Freunde, die Kohle, ja, das wollte ich gerne zeigen. Die Kohle, die muss genau so durch sein. Weiß muss das sein, dann ist das perfekt. Aber als allererstes mache ich niemals das Fleisch drauf, sondern die Tomaten, die grüne Paprika und die rote Paprika. Weil die Kohle, die ist so heiß, dass das noch ein bisschen ruhen muss. Ich sag mal, die Tomaten und Paprika, die können das aushalten. Und deswegen machen wir immer als allererstes Tomaten und Paprika. Dann hat die Kohle noch Zeit, so ein bisschen sich abzuklingen. So, jetzt als nächstes kommt unser Adana Kebab. Dann nehme ich mir einen Spieß. Ich erkläre gerade, dass die Glut perfekt ist und lege quasi meinen Spieß auf meinen Grill. Wie ihr sehen könnt, habe ich überhaupt kein Roster drauf. Ja, ich lege das einfach so drauf. Ganz wichtig ist, ihr müsst dabei sein. Also ihr dürft jetzt in dem Moment nicht euren Grill verlassen und irgendwie für 2 Minuten weggehen. Das würde sofort anbrennen oder das Fleisch würde abfallen. Und ihr müsst ständig die Spieße drehen, also wirklich drehen. Genau. So sieht das dann aus, wenn das ganze Fleisch drauf ist. So, liebe Freunde, jetzt kommen wir zu unserer Beilage, was dazugehört. Ich habe da ungefähr so 2 bis 3 Zwiebeln. Das wird klein zerhackt. Wieder mit meinem Spezialmesser. Das muss man ein paar Mal schon geübt haben. Weil das Messer, das ist so scharf. Also wenn ich da nicht aufpasse, dann würde ich mir wohl meine Finger damit zerhacken. Aber ich habe auch ein paar Mal geübt. So, wenn möglich, werden die Zwiebeln in kleine Streifen fein geschnitten. Genau. Immer genau. So und das Tackern-Geräusch im Hintergrund, ja, liebe Freunde, das hört man dann, wenn man in das ist schön, wenn man das so machen kann. Eine Maschine braucht man nicht normalerweise. Das kann man alles auch mit einem Messer schön machen. Ja, und da habe ich die Zwiebel dann alle fertig gehackt. Jetzt kommt als nächstes die Petersilie.
das wird auch klein gehackt. Und das Harte, das machen wir natürlich hinten weg. Und schön klein haken. Genau. So, als nächstes habe ich eine halbe Zitrone. Die presse ich aus. Also ich brauche den Saft der Zitrone. Arkadaşlar limon katmaz. Yani şart değil, mecburi de değil. Ama ben limonu sevdiğim için çocuklar da seviyor, hanım da seviyor. Genau so. Limon katıyoruz. Şimdi arkadaşlar So. Und tuz, jetzt habe ich eskisi, Nar Eçkisi, sunmak. Sumak. Das ist dieses türkische Gewürz. Bekommt man in jedem türkischen Laden. Wenn ihr Sumak sagt, dann werden die Kollegen euch das zeigen. Aber das gehört auf jeden Fall dabei. Dann habe ich da Salz. Da macht ihr ungefähr 1,5 Teelöffel Salz rein. Und Zeytinyağı. am besten echtes Olivenöl nochmal nehmen. Arkadaşlar bu tahta Genau. tahtada yapıyorum ben. Benim bıçağımı o zaman Jetzt bin ich am erklären, warum ich das Brett nehme. kenar oldu mu? Da hat schöne Ränder. Und wenn man da, sag ich mal, die Zutaten gibt, dann Yani geht das nicht daneben. buraya getirip Das geht in die Ränder und bleibt auf dem Brett. bu tahtada çalışmayı seviyorum ben. Deswegen ist das ein schönes Arbeiten für mich. Söylemesine Das ist ein Bambusbrett und das ist einfach wunderbar, damit zu arbeiten. So, liebe Freunde, jetzt wird unser Zwiebelsalat quasi vermischt. Da nehme ich jetzt keinen Löffel. Ich mache das jetzt wie in der Türkei, wie die Türken das auch machen, mit der Hand. Natürlich muss die Hand gewaschen sein, sauber sein, ganz klar. Aber wenn ihr in der Türkei şöyle in die Läden geht, tabağa alle machen das so. So, im Großen und Ganzen war es das mit unserem Zwiebelsalat. Das kommt dann in so einen kleinen Teller. Ja, liebe Freunde, so wird das vorbereitet. Und da ist mein Adana Kebab. Das wird so mit dem Brot abgezogen. Und da liegt das schöne Stück. So, die anderen Spieße kommen direkt hinterher. şöyle tamam oldu bu iş. Und guten Appetit. Viel Spaß beim Nachmachen.